Salut zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking. Mein Großvater hat schon immer gesagt, der Mensch kann unendlich lang zuschauen, wie Wasser fließt, wie Feuer brennt oder wie andere Menschen arbeiten. Wenn es dir so langweilig ist, leg einfach ein Feuer und warte auf die Feuerwehr. Das ist ein Zitat, kein Ratschlag. Aber es trifft einen Nerv, weil heute geht es um eine Brandserie im Raum Solothurn. Ein Feuerwehrmann in Untersuchungshaft und die Frage, was Menschen antreibt, wenn Psychologie, Bedeutungssuche und politische Milieus aufeinandertreffen. Und falls ihr beim Zuschauen jetzt schon ganz heiß werdet, keine Sorge, das ist nur der Gögi. Wenn ihr wirklich etwas brennen sehen wollt, dann der Algorithmus. Aber drucken, Kommentare anklicken, Daumen da lassen. Irgendwie so hat das funktioniert. Zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 wurden die Gemeinden Langendorf und Bellach im Kanton Solothurn von einer Reihe mysteriöser Brände heimgesucht. Insgesamt 8-mal standen Gebäude, Autos oder auch eine mobile Toilette in Flammen. Verletzte gab es glücklicherweise keine, aber der materielle Schaden war erheblich. Nach dem 8. Brand nahm die Kantonspolizei Solothurn einen 24-jährigen Schweizer fest. Wie Recherchen von SRF und der Solothurner Zeitung zeigen, handelt es sich bei dem Verdächtigen um ein Mitglied der Feuerwehr der Stadt Solothurn. Der Fall sorgte schweizweit für Aufsehen, da es bereits 2022 eine ähnliche Brandserie im Wasseramt gab, die ebenfalls einem Feuerwehrmann angelastet wurde. Ja, zum Glück keine Verletzte. Und jetzt kommt die Frage, die mich ehrlich interessiert. Was geht eigentlich im Kopf von einem Menschen vor, der wiederholt Feuer leitet? Nicht politisch, nicht moralisch, sondern psychologisch. Brandstiftung ist so eins von diesen Delikten, wo unglaublich vielschichtig ist. Da gibt es Menschen, die Macht spüren wollen, die Chaos erzeugen wollen. Es gibt Menschen, die als Retter auftreten wollen, Menschen, die Aufmerksamkeit suchen, Menschen mit Impulskontrollstörungen, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Und ja, es gibt tatsächlich auch Pyromanie, also so eine krankhafte Faszination für Feuer, aber da wird tatsächlich nur bei ca. 1-3% der Brandstifter auch festgestellt. Viele Brandstifter suchen nicht primär Zerstörung, sie suchen Bedeutung, Adrenalin oder Selbstwirksamkeit. Laut der Solothurner Zeitung begann die Serie am 11. Oktober 2025, als ein leerstehendes Gebäude mitten in Langendorf brannte. Am 23. Oktober und am 29. Dezember folgten weitere Feuer auf dem sogenannten Delta-Areal. Am 5. Dezember stand bei einer Baustelle ein Toi-Toi-WC in Flammen. Am 20. Dezember brannten in Langendorf 3 Autos an verschiedenen Orten. Der letzte Brand ereignete sich am 15. Januar 2026 in Bellach, wo ein Holzschopf neben einem Firmengebäude abbrannte. Die Kantonspolizei meldete nach diesem 8. Brand, dass sie von Brandstiftung ausgehe und sie habe den Verdächtigen festgenommen. Die Brände beschränkten sich meist auf leerstehende Gebäude oder Fahrzeuge. Menschen kamen nicht zu Schaden, aber der Sachschaden war erheblich. Nach der Festnahme wurden erst keine weiteren Brände gemeldet. Ein Hinweis darauf, dass es sich möglicherweise um einen Einzeltäter gehandelt haben könnte, was jedoch Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Also wenn man sich die Abstände so anschaut, dann passt das statistisch auch eher zu einem Einzeltäter. Gerade bei Feuerwehrbrandserien, im Mitwisser wäre das Risiko, und so Serien leben von Kontrolle. Das einfache Narrativ Feuerlegen hält sie, ist übrigens irgendwie simpel. In vielen Fällen geht es weniger um Ruhm als um soziale Einbindung. Feuer erzeugt sofort Gemeinschaft. Blaulicht, klare Rolle, klare Aufgaben, intensive Interaktion. Und wir kennen das alle in einem viel kleineren Ausmaß. So die alte Frau, die stundenlang mit der Kassiererin redet. Das macht sie nicht aus Bosheit, sondern weil die Kassiererin der einzige soziale Kontakt von ihrem Tag ist. Menge Menschen gehen ein bisschen weiter und erzeugen Probleme zum Interaktionen erzwingen. Und in extremen Fällen wird es halt dramatischer. Das Unerwartete an dem Fall war die Identität des Verdächtigen. Ein internes Informationsschreiben an die Feuerwehrangehörigen, das SRF vorliegt, bestätigte, dass der festgenommene Mann Mitglied der Feuerwehr der Stadt Solothurn ist. Der Feuerwehrkommandant teilte darin seine persönliche Betroffenheit über die Verhaftung des Kameraden mit.
Laut Medienberichten ist der 24-jährige Schweizer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob er auch mit den anderen Bränden in Verbindung steht. Die Ermittler halten sich zu den Hintergründen bedeckt. Dem Watson-Bericht zufolge verletzte sich der Verdächtige bei seiner Verhaftung schwer, als er über einen Balkon flüchtete. Ein Haftrichter ordnete daraufhin 2 Monate Untersuchungshaft an. Bisher ist unklar, ob der Prozess gegen den Mann eröffnet wird und welches Motiv hinter den Taten steht. Und bevor wir jetzt weitergehen, nochmal ganz deutlich, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist wichtig zu betonen, gerade weil wir jetzt in einen Bereich kommen, wo sich der Ton von dem Beitrag verändern wird. Und vor ein paar Monaten noch Teil von der Feuerwehr, die Struktur, Kameradschaft, Zugehörigkeit und jetzt Untersuchungshaft. In dem Fall wohl kein Sturz vom hohen Ross, sondern eher vom hohen Balkon mit schweren Verletzungen. Tja, trotz allem, was wir jetzt gerade einordnen werden, wir wünschen sicher mal gute Besserung. Zusätzliche Brisanz erhielt der Fall, als Medien politische Aktivitäten des Verdächtigen thematisierten. Watson berichtete, der 24-Jährige sei in der Jungen SVP aktiv und habe gemeinsam mit der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat demonstriert. Auf Facebook habe er sich für ein friedlicheres und saubereres Solothurn eingesetzt und sich gleichzeitig über die Kriminalität im Kanton beklagt. Diese Angaben stammen aus Recherchen von Watson, offiziellen Stellen äußerten sich dazu natürlich nicht. Die Gruppierung Junge Tat ist eine rechtsextreme politische Gruppierung in der Deutschschweiz und ordnet sich selbst der identitären Bewegung zu. Ihr Logo ist die Tivas-Rune, sie gilt als Jugendableger der Nationalen Aktionsfront und wird ideologisch von den Neonazi-Organisationen Blood and Honor und Combat 18 beeinflusst. Die Gruppe besteht vor allem aus jungen Männern, die ihre Identität teilweise geheim halten. Der Schweizer Nachrichtendienst und das Bundesamt für Polizei Fedpol beobachten die Junge Tat. In einem aktuellen Fall musste die Winterthurer SVP-Politikerin Yvonne Wegelin zurücktreten, weil sie 2 Junge Tat-Aktivisten für ihre Wahlkampagne engagiert hatte. Swissinfo schreibt, dass die Junge Tat unter Beobachtung stehe, gegen mehrere Mitglieder Strafverfahren liefen und die Gruppe 2022 durch die Störung einer Drag-Queen-Lesung Bekanntheit erlangte. Ein Bericht von Blue News bestätigt zudem, dass die Junge Tat im Herbst 2024 den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner zu einem Vortrag eingeladen hatte. Fedpol verhängte daraufhin ein Einreiseverbot. Gegen 6 Mitglieder der Gruppe wurden Strafbefehle wegen Störung eines Pride-Gottesdienstes und einer Drag-Vorlesung erlassen. Und genau an dieser Stelle wird es interessant, weil parallel zu psychologischen Dynamiken gibt es auch politische Narrative, die stark mit Kontrollverlust arbeitet. Angst vor Bedeutungsverlust, Angst ersetzt zu werden, Angst gesellschaftlich abgehängt zu werden. Solche Narrative sind besonders präsent in rechtsextremen Ideologien. Und da betreten wir jetzt auch bestätigtes Terrain. Der Verdächtige ist laut Medienbericht in der Jungen SVP aktiv. Und nur so zum Auffrischen. Die Junge SVP ist schweizweit ein Haufen von Leuten, die wahrscheinlich ihre Chips einfach mit abblätternder Bleifarbe ersetzt haben. Aktuell zum Beispiel die Aargauer Initiative Arbeit muss sich lohnen, wo nicht dafür sorgt, dass Arbeit lohnenswerter wird, sondern die Ärmsten in der Schweiz weiter abgestraft werden. Dein Job bringt nicht mehr, nur weil andere weniger haben und tröten. Die Ausschaffungsoffensive, wo es halt einfach darum geht, dass unser schon kaputte Migrationssystem noch weiter angegriffen wird. Natürlich unterstützen es auch die total verblödeten SVP-Initiativen, wie zum Beispiel die Bargeldinitiative, keine Sau hat berichtet, und die SRG-Halbierungsinitiative. Die haben halt die intellektuelle Klarheit und den Tiefgang von einer Matschpfütze nach einem Sommergewitter. Und das ist noch gar nicht alles. Er hat ja auch an Demonstrationen mit der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat teilgenommen. Ihr wisst schon, die genetischen Notlandungen, die im Juni 2025 den SVP-Fraktionsausflug gestört haben, mit einem Banner Remigration gefordert haben und peinlicherweise ist die Drohne dann abgestürzt, mit dem sie noch Flugblätter abwerfen. Im letzten Monat haben sie auch an der illegalen Demo vom Mass voll gegen einen imaginären Impfzwang in St. Gallen teilgenommen. Die Verblendeten, die glauben, 25 Faschos in der Winterthurer Innenstadt seien den Volksaufstand. Halt die Nebelhörner von der Ignoranz, die immer wieder Pride-Events stören. Hey, Newsflash, nur weil es kaum Frauen gibt, die wollen, heisst das nicht, dass alle Männer das wollen. Auch schwule Männer sind Menschen. Ich weiss,
für euch schwer zu verstehen, aber genauso wie ich als Heteroman nicht jede Frau besteigen will, wollen schwule Männer nicht ihren Dödel in alles reinstecken, was mit männlichen Pronomen existiert. Also, das ist im Fall generell bei Homosexuellen so, aber wir kennen alle eure Search History, also lassen wir die Lesben mal raus. Schwule haben genauso Vorlieben und romantische Bedürfnisse und, glaubt mir, nicht einmal die wollen euch ficken. Wieso muss man so etwas eigentlich erklären? Ja. Anyways, das sind seine dokumentierten Aktivitäten. Keine Spekulationen. Wichtig ist, politische Nähe ersetzt keinen Beweis. Und es erklärt im Fall auch keine Straftat. Aber es zeigt, in welchem ideologischen Raum sich jemand bewegt hat. Und Ideologien, die stark mit Bedrohung und Kontrollverlust arbeiten, können psychische Spannungen auch massiv verstärken. Die Enthüllung, dass der mutmaßliche Brandstifter SVP-nah sein soll, heizt die Diskussion um rechtsextreme Tendenzen in Teilen der Partei an. Die SVP vertritt konservative und rechtsbürgerliche Positionen. Sie distanziert sich offiziell von Extremismus. Gleichwohl kam es im vergangenen Jahr immer wieder zu Fällen, in denen Mandatsträger oder Aktivisten Kontakte zu rechtsextremen Gruppen hatten. Der vorhin erwähnte Rücktritt der Winterthurer Politikerin Wegelin, die junge Tataktivisten beschäftigte, ist ein Beispiel. In den sozialen Medien und Kommentaren wurde auch die Zugehörigkeit zur Jung-SVP heftig diskutiert. Einige wiesen auf die Ironie hin, dass jemand, der öffentlich gegen Sachbeschädigungen und Kriminalität wettert, selbst als Brandstifter verdächtigt wird. Andere betonten, dass Pyromanen in allen politischen Lagern vorkommen und man den Fall nicht pauschal politisieren sollte. Es ist wichtig, zwischen legitimer politischer Gesinnung und extremistischer Ideologie zu unterscheiden. Die junge Tat wird von Sicherheitsbehörden als rechtsextrem eingestuft und überwacht. Die junge SVP hingegen ist Teil des demokratischen Spektrums. Viele SVP-Mitglieder haben keinerlei Berührungspunkte zu Rechtsextremisten. Gleichwohl zeigen die Fälle, dass vereinzelte Überschneidungen und Grauzonen existieren, die parteiintern aufgearbeitet werden müssen. Ja. Und das wird halt konsequent nicht gemacht. Ich möchte an dieser Stelle mal eine persönliche Einschätzung teilen. Vereinfacht gesagt, also wirklich vereinfacht, bin ich überzeugt, dass es grob 3 Typen von SVP-Wählern gibt. Erstens der Gewohnheitswähler. Menschen, die sich durchaus für Politik interessieren, aber halt nicht in der Tiefe. Sie sehen Wahlplakate, sie hören ein paar Schlagworte und hey, die SVP ist präsent, die Volkspartei tönt nach Mitte, nach Normalität und Bodenständigkeit und das ist jetzt nicht einmal abwertend gemeint. Wenn du dich in dem wiedererkennst, bleib mal bei den nächsten paar Videos mit dabei. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber eins ist wichtig. Man sollte wissen, was man wählt, nicht nur, wie sie sich verkaufen. Abstimmungsplakate sind Werbung und Werbung zeigt selten das ganze Bild. Und, so mit einem ganz oft zitierten Satz zu sagen, das Einzige, was für den Triumph vom Bösen notwendig ist, dass die guten Menschen nichts machen. Der zweite Typ sind die auf die populistischen Vereinfachungen hineingehen. Einfache Lösungen für komplexe Probleme. Das funktioniert politisch extrem gut. Unser Hirn liebt Klarheit. Es liebt klare Schuldige. Es liebt klare Linien. Die Komplexität ist anstrengend. Populismus, sehr bequem. Und dann gibt es den dritten Bereich. Parteispitze. Die strategische Ebene. Dort geht es weniger um einzelne Wähler, sondern um Machterhalt. Der Populismus entsteht nicht zufällig, er wird dort produziert. Und gerade in der SVP sehen wir immer wieder, dass politische Kommunikation stark über Polarisierung läuft. Das bedeutet nicht, dass jede einzelne Person in der Partei rechtsextremistisch ist. Es bedeutet, wenn 10 Leute an einer Parteitagung sitzen, ein Nazi dazukommt und niemand den rausschmeißt, dann sitzen 11 Nazis an dieser Parteitagung. Und die SVP-Parteispitze betreibt immer noch Oppositionspolitik. Sie nutzen ihre Macht nicht, um etwas zu verbessern. Sie nutzen ihre Macht, um ihre Macht zu erhalten. Und bevor jetzt da wieder irgendjemand etwas wegen Einseitigkeit ruft und so. Ja, Straftäter gibt es überall. Die gibt es links, die gibt es rechts, die gibt es in der politischen Mitte. Tatsächlich zeigt die Statistik in der Schweiz eine sehr interessante Entwicklung. Die Schweiz ist tatsächlich das einzige Land in Europa, in dem es zeitweise mehr linksextreme als rechtsextreme Straftaten gegeben hat. Das ist ein sehr komplexes Thema und wir werden das in einem eigenen Video super aufarbeiten. Weil wenn wir jetzt da einfach Zahlen raushauen, ohne irgendwie einen Kontext zu geben, dann hilft das niemandem. Und tut uns leid, Kontext braucht Zeit.
Am Schluss sollten wir vielleicht zwei Sachen auseinanderhalten. Erstens, wir reden hier über eine einzelne Person, über einen Verdächtigen, über einen Fall, wo noch nicht einmal rechtskräftig entschieden ist. Und gemessen an der Zahl von ca. 80.000 Feuerwehrleuten sind solche Vorfälle statistisch kaum messbar. Andere Institutionen mit deutlich weniger Personal haben hier in den letzten Jahren, sagen wir mal, eine auffälligere Schlagzeilenbilanz gehabt. Wenn man die letzten Jahre betrachtet, reden wir von einer etwa einstelligen Zahl an Vorfällen. Das ist keine strukturelle Krise, das ist tatsächlich eine Ausnahme. Feuerwehrleute sind in der Regel Menschen, die freiwillig zu brennenden Gebäuden anrennen, während andere davon wegrennen. Und das sollte man nicht vergessen. Und zweitens, auch wenn politische Räume kein Beweis für Straftaten sind sie auch nicht irrelevant. Ideologien, Narrativ, Gruppendynamiken, all das wirkt auf Menschen, manchmal verstärkend, manchmal radikalisierend, manchmal auch nur bestätigend. Was der Fall zeigt, ist weniger eine Feuerwehrproblematik und auch nicht automatisch eine SVP-Problematik. Er zeigt, wie schnell persönliche Spannungen, soziale Isolation und ideologische Räume sich gegenseitig verstärken können. Und das sind genau die von einer jungen Tat zum Beispiel angesprochen werden. Ja. Moment. Also, ja, Extremismus gibt es auf allen Seiten. Da gibt es links, rechts, es gibt auch islamistisch, christlich, öko, verschwörungsradikal. In der Schweiz sind in gewissen Jahren mehr linksextreme als rechtsextreme Straftaten registriert worden und das ist in Europa einzigartig. Aber eben, solche Zahlen sind komplex. Das sagt nichts über die Gefährlichkeit von Ideologie oder gesellschaftliche Wirkung aus, wenn man es isoliert betrachtet. Kontext ist entscheidend und genau darum werden wir das wirklich in einem eigenen Video aufarbeiten. Weil einfache Antworten sind meistens die falschen Antworten. Ja. Druckerpapier. Gar nicht gegangen. Nein, eben nicht. Wunderbar, mein Schläfchen ist jetzt halt so 14 Stunden gewesen, aber passt. Das war ein langer Abschnitt. Ja. Ich habe schon im Skript scheiße gefunden. Das habe ich beim Vorlesen scheiße. Jetzt soll ich mal noch irgendwo auf die Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall hure pädophil.